und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Plattdeutsch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Ja, moin. Ich bin Markus Jen, ich bin 47 Jahre alt und ich komme aus Emsland. Und ich brot platt. Ja, moin Markus. Ja, moin. Kannst du das Ganze nochmal auf Hochdeutsch sagen? Also ich heiße Markus Jänen, ich bin 47 Jahre alt und komme aus einem schönen Dorf im Emsland, Vesuvi heißt das. Und du sprichst Plattdeutsch? Ja, genau. Also ein Dialekt ist es nicht. Das Plattdeutsche ist eine eigene Sprache, die auch geschützt ist nach der EU-Minderheitensprachencharta. Und innerhalb des Plattdeutschen gibt es wieder Dialekte. Und wo wird diese eigenständige Sprache überall gesprochen? In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen bis hin zur holländischen Grenze, wo ich eben auch selbst herkomme. Markus, hast du vielleicht einen Satz, der mir auch so im Alltag weiterhilft? Sprich doch mal nach. Lottes man verpusten und tausen, dat wie wat redige zu äten kriegt. Lotus mal verpusten und tausen, dat wie wat ready wat zu äten kriegt. Wunderbar. Wie, echt? Ja, also damit kannst du die überall verständigen. Was heißt das denn? Lass uns mal eben eine Pause machen und zusehen, dass wir was Anständiges zu essen bekommen. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an der Aussprache beim Plattdeutschen? Das Plattdeutsche hat die zweite Lautverschiebung damals nicht mitgemacht, 8. Jahrhundert nach Christus, wo dann einzelne Buchstaben im Plattdeutschen geblieben sind, die dann im Hochdeutschen sich verändert haben. Wie beispielsweise das F ist zu einem P oder PF ist bei einem P geblieben. Pferd zum Beispiel heißt Pferd oder Apfel für Apfel. Ihr habt einfach die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht? Ja, da haben wir uns renitent gegen gewehrt. Wie konnte das denn passieren? Markus, ich bräuchte so ein paar Vokabeln, die mir auch irgendwie weiterhelfen, die nicht so lang sind. Wie würde ich denn fragen, wie geht's dir? Wo ist mit die? Wie? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Ich muss echt sagen, ihr habt nicht nur die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht, ne? Spaß. Wenn ich jemandem ein Kompliment machen möchte, was würde ich denn da sagen? 100. 100? 100. Für 100%. Ah! Sehr gut. 100. Kann man in allen Lebenslagen verwenden. Also wenn jemand was gut gemacht hat, wenn es jemandem gut geht, wenn es einfach läuft wie geschmiert, dann sagt man 100. Wenn mir im Club oder in der Bar jemand was über die Hose schüttet und ich wirklich mich ärgere, was würde ich denn da sagen? Hast du noch voll Gaut? Hast du es noch voll Gaut? Genau, soll so viel heißen wie, bist du noch ganz zurechnungsfähig? Wenn ich jetzt in der Bar oder im Club bin, ne, und ich habe nichts mehr zu trinken, wie würde ich was nachbestellen? Meister, kannst du mir doch mal die Luftrut laden? Meister, kannst du mir mal die Luftrut laden? Ja, das ist doch gar nicht verkehrt. Weißt du denn, was das heißt? Meister, kannst du mich einmal in die Luft heben? Meister, kannst du da mal die Luft rauslassen? Soll so viel heißen wie, lässt du mir mal bitte aus dem Glas, was vor mir steht, wo nichts mehr drin ist, die Luft raus und füllst das wieder auf mit dem frischen Getränk. So bestelle ich ein Getränk. Ja. Und wie würden wir uns jetzt voneinander verabschieden? Gautgorn heißt so viel wie gut gehen, lass es dir gut gehen. Gautgorn. Gautgorn? Oder hol die fuchtig. Holt die fuchtig? Hol die fuchtig. Was heißt das? Halt dich aufrecht. Das finde ich irgendwie süß. Hast du ein Lieblingswort auf Plattdeutsch? Ja, das habe ich. Isenbahn, Boom, op und Dale Dreier. Isenbahn, Boom, Obdate. Isenbahn, Boom, op und Dale Dreier heißt so viel wie Schlagbaumwärter. Schlagbaumwärter. Genau. Und im Wort steckt drin Isenbahn, Eisenbahn. Boom ist der Baum, also der Schlagbaum. Ob- und Dale-Dreier ist derjenige, der die Schranke hoch und runter fährt. Also Isenbahn, Boom, Ob- und Dale-Dreier. Markus, würdest du denn sagen, das Plattdeutsche spiegelt auch so die Mentalität der Norddeutschen wider? Ja, man hat relativ wenige Worte für Gefühlsduseleien, so will ich es mal ausdrücken. Man hält sich eher knapp und bedeckt, also man ist eher zurückhaltend, aber auch nachdenklich, aber im Herzen natürlich trotzdem freundlich. Markus, es gibt ja in jedem Dialekt so Wörter, wo man nicht drauf kommen würde. Hast du da auch sowas im Plattdeutschen? Ja, der Huelbessen. Wie? Der Huelbessen. Huelbessen? Ja. Wie schreibt man das? H-U-U-L-B-E-S-S-E-N. Huelbessen. Huelbessen. Besen? Ja.
Und Hul ist ein Geräusch. Heulen. Heulbesen. Was könnte das sein? Eine Heulsuse. Nein. Haushaltsgerät. Was macht Geräusche? Ein Staubsauger. Aha, sehr gut. Also ich habe ja jetzt schon so ein paar Sachen gelernt, habe ein bisschen Gefühl fürs Plattdeutsche. Ich bin jetzt bereit für die Dialekte-Challenge. Hast du einen Satz, den ich lernen sollte? Ja. Den nix weht. Weht nicht, dass er nicht weht, dass er nix weht. Der nix weht. Weht nicht, dass er nicht weht. Dass er nix weht. Ja, prima. Der nichts weiß, weiß nicht, dass er nichts weiß. Dass er nicht weiß, was er... Ja, Der nichts weiß, weiß nicht, dass er nicht weiß, dass er nichts weiß. ich würde sagen richtig. Markus, ganz ehrlich, ne? Ja, Wie habe ich mich geschlagen? also ich würde sagen, das war allererste Sahne, da ist ein großes Talent. Danke. Holdi fuchtig. Holdi fuchtig. Das war die Dialekte-Hotline mit Plattdeutsch. Und mich würde noch interessieren, welches euer Lieblingswort auf Plattdeutsch ist. Schreibt's unten in die Kommentare. So, Lorus, was essen gone.